Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute sprechen wir über das technische Reglement für das Explorer Cup Finale in Kerpen und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Daniel Bratzler, der technische Leiter der SSM. Hallo. Hallo Sascha, grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen für das Rennen in Kerpen und zwar sowohl den Qualifikationslauf am 8.3. Als auch für das Finale, was eben am 1. Mai-Wochenende stattfindet. Und wollen hier einfach ein paar Fragen klären, was erlaubt ist und was eben nicht. Perfekt, machen wir. Zu Beginn wollen wir einmal darüber sprechen, welche Autos sind denn überhaupt erlaubt. Es gibt ja ganz viele Carrera-Modelle in 1 zu 24 und wir reden hier natürlich über GT-Autos, so wie auch in der Semi-Pro Tour zum Beispiel. Und ich zähle einmal alle auf, die erlaubt sind, damit wir da auch einmal Klarheit haben. Und zwar fangen wir da bei dem Audi R8 an. Da ist sowohl der alte Audi R8 erlaubt, also die erste Generation, und auch der neue, der erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Dann haben wir noch den Aston Martin, der ist zwar etwas älter, aber auch den dürfte man fahren, wenn man das möchte. Dann haben wir den BMW M4, der ja auch relativ neu ist. Wir haben insgesamt drei verschiedene Corvette-Modelle, und zwar einmal die C6, die ja auch schon etwas älter ist, dann die C7 und die C8. Und beim Ferrari haben wir auch drei verschiedene Modelle. Einmal den 575, der auch ein bisschen älter ist. Und da wäre noch wichtig zu erzählen, Daniel, dass jetzt dein Einsatz, der muss dann aber trotzdem mit den Originalteilen verwendet werden. Genau, also die alten Schätzchen, sage ich mal, dürfen gefahren werden. Aston Martin, Ferrari 575, wie auch die C6. Allerdings haben die ja hier diese Vorderachse, die gefederte, die muss im Explorer Cup im Originalzustand gefahren werden. Genau, das ist einfach immer wichtig zu erzählen, dass da auch Klarheit herrscht. Genau, bei Ferrari haben wir dann noch den 458, der darf auch verwendet werden, sowie der ganz neue natürlich, der 296. Dann haben wir noch den Ford GT, der verwendet werden darf. Und falls er denn rechtzeitig erscheinen sollte, was ja eigentlich nicht geplant ist, ist auch der Lamborghini Huracan erlaubt, der bei der Spielwarenmesse vorgestellt wurde Anfang des Jahres. Wir haben noch den Mercedes SLS, der ja auch schon ein bisschen älter ist, aber auch den dürfte man fahren. Und insgesamt mittlerweile drei verschiedene Porsche-Modelle. Einmal den 997er Porsche, den wir zum Beispiel bei uns in der SGN, in den Porsche Cups verwenden. Dann den 991er Porsche, das ist der RSR GTE. Und den neuen 992, der wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig rauskommen wird, aber falls doch, dürfte man ihn verwenden. Genau. Dann sprechen wir einmal über die Karosse. Die darf natürlich nicht verändert werden. Nichts rausfeilen, nichts rausschleifen, kein Lexan-Inlay oder was man da alles machen kann. Ähm, so sieht es ja aus, richtig? Genau, wie gesagt, Karosserien müssen im Originalzustand bleiben. Wir werden auch die Karosseriegewichte am 8.3. Aufschreiben und sollte da ein Ausreißer sein, sage ich mal, wir haben 5 Autos einer Klasse, sage ich mal Ferrari 296, der weiß ich zufälligerweise aus dem Kopf, da sind es genau 70 Gramm. Und wenn einer 65 Gramm wiegt, dann kann da irgendwas nicht sein, dann muss derjenige nachjustieren und ein Gewicht einkleben und wir sagen ihm auch genau wo, nicht möglichst weit unten, sondern unter dem Fahrereinsatz praktisch vorne Fahrerhöhe. Ja, eine sehr gute Methode, um da sicherzustellen, dass eben auch alles gleich ist. Dann haben wir ja auch viele Lackierer bei uns in der Community, die sehr schöne Eigenlackierung zaubern. Dürfte man die auch verwenden? Ja, das Thema hatten wir diese Woche, weil ich auch gerade 2 Autos lackiere. Mit dem Mario Renz habe ich das besprochen und da hieß es in der Regel, why not? Das klingt doch gut. Und auch Reifendecals, denke ich mal, dürften dann verwendet werden. Kein Thema, ja. Und dann noch ein ja, kontroverses Thema manchmal, Thema Spiegel und Spoiler. Müssen die verbaut sein oder dürften die auch fehlen? Absoluter Streitpunkt in manchen Clubs. Ähm, Spiegel sind zu vernachlässigen, können wegbleiben, weil wenn man die verliert, ist es für den einen oder anderen wirklich ärgerlich, der vielleicht das Modell komplett haben möchte. Spoiler allerdings sollte zumindest am Start am Auto montiert sein. Wenn er dann abfällt und er zerbricht und ist unreparierbar, irreparabel, dann ist es halt so. Wir sind immer noch im Explorer Cup und Saison 1. Wir wollen Spaß haben.
Genau, also etwas lockerer für die erste Saison. Aber die Optik soll natürlich, also bei mir ist zumindest auch immer nicht ganz unwichtig und ohne Spoiler sieht so ein Auto meistens auch nicht so schick aus. Genau. Ja, dann haben wir natürlich noch das Thema Magneten, die werden komplett ausgebaut. Wir wollen im Explorer Cup sowie in der Semi Proto ja komplett magnetlos fahren. Da allerdings auch eine Frage, die da bei uns auch ab und zu aufkommt. Bei Mittelmagneten haben wir diese Plastikhalterung. Muss die dann trotzdem verbaut werden oder könnte man die auch rauslassen? Sie muss nicht verbaut sein, sie kann wegbleiben. Wer aber dennoch das Loch im Chassis unten schließen möchte, kann gerne mit Pateks oder wie auch immer den Magnetschacht zukleben. Genau, Aber nicht und zwingend notwendig. okay. Und Thema Blei, dort darf man darf frei ausbleihen, also die Stellen sich aussuchen. Gibt es da auch ein Gewichtslimit oder auch ein Gewichtsminimum, an das man sich halten muss, oder ist man da wirklich komplett frei dann? Ein bisschen haben wir es begrenzt. Gewichtlimit nach unten gibt es keins, weil wir bewegen uns ja bei Autos out of the box. Und so sollten die Autos ja auch alle gleich sein, beziehungsweise das Gewicht ist ja vorgegeben. Wir werden das Limit des Gewichts aber oben begrenzen, und zwar auf 260 Gramm, damit keiner ähm, ja, eine Bleiende baut und es übertreibt. Gut, dann kommen wir doch gleich zum nächsten Thema. Genau, das nächste Thema ist der Leitkeel. Den muss man gegen einen Tuning-Leitkeel austauschen. Da hat man dann eben zwei Möglichkeiten. Entweder den gelben von Fragenslot oder den von Slot-Inversion, den es ja in drei verschiedenen Farben gibt, soweit ich weiß. Dann geht es noch einmal um den Schwingarm. Den darf man wahrscheinlich nicht bearbeiten, nehme ich mal an. Genau, Schwingarm soll original bleiben, sprich mit Feder. Die Originalkabel, es gibt auch Leute, die löten Kabel um an dem Schwingarm. Bitte alles original lassen. Der Schwingarm sollte beim umgedrehten Auto von selber wieder hochkommen, damit wir sicherstellen, dass die Feder drin ist. Okay, das wäre nämlich auch schon mal die nächste Frage gewesen. Sehr gut, dann hast du die gleich mit beantwortet. Thema Schleifer, da sind dann auch nur die Originalen erlaubt, nehme ich an. Natürlich, klar. Also keine Eigenbauschleifer, bitte nur Carrera-Schleifer. Machen wir weiter mit der Vorderachse. Wir gehen mal von vorne nach hinten durchs Auto durch. Bei der Achse ist es ja so wie überall im Auto, dass es die Originalachse sein muss. Aber auch an der könnte man ja theoretisch Dinge verändern. Da gibt es ja auch viele, die da viel machen. Erste Frage wäre, was ich persönlich noch nie gemacht habe, aber es gibt Leute, die machen das. Darf ich die Felge schleifen? Also quasi sicherstellen, dass die Plastikfelge rund ist. Ja, das ist ein guter Punkt, Sascha. Und zwar, das kannst du gar nicht richtig kontrollieren. Ähm, Wenn ich von der Felge ein Zehntel wegnehme und damit einen Rundlauf herstelle oder einen runderen Lauf wie vorher, schwierig. Das kriegst du nicht geprüft. Es sei denn, du machst den Reifen runter, aber wenn er verklebt ist, schwierig. Wenn ich aber merke, jemand hat den Steg halb weggedreht, soll es geben, und es entsteht Luft zwischen Reifen und Felge, der darf mal bitte zum Gespräch zur technischen Abnahme kommen am Renntag. Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, oder meine zweite Frage ist, dürfen Vorderreifen verklebt werden? Ich habe jetzt rausgehört, dass es erlaubt ist, richtig? Genau. Ja, und dann ist es halt schwierig, das zu kontrollieren, weil du eben nicht unter den Reifen gucken kannst. Genau, richtig. Weil, aber ich, wie schon gesagt, wenn da jetzt wirklich einer den Steg brutal wegnimmt und es entsteht Luft zwischen Reifen und Felge, weil gerade mit Ochtmann-Reifen in Kombination mit Carrera-Felgen kenne ich mich besonders gut aus. Ähm, Die sitzen normalerweise relativ gut auf dem Steg. Das fühlt man schon. Okay, also Schleifen mit der Felge oder Schleifen der Felge besser gesagt nicht erlaubt. Reifen verkleben ist erlaubt. Dann die nächste Frage wäre, darf man diese Reifen dann auch einmal rund schleifen? Na klar, Schleifen, also wie gesagt, wie sagen wir so schön, kleben, schleifen, versiegeln ist erlaubt. Gut, und dann noch die letzte Frage, dürfte man die Original-Vorderreifen, die ja aus Gummi sind, auch gegen andere Reifen tauschen, zum Beispiel PU-Reifen oder was weiß ich, was es noch gibt? Bitte, wenn tauschen, nur PU. Also es gibt ja auch Varianten mit Moosgummireifen vorne. Die sind verboten. Man darf sie aber durch einen PU-Reifen
passend für das Modell ersetzen. Okay. Dann gehen wir noch einmal zum nächsten größeren Thema, Decoder. Ich glaube, das können wir schnell abhaken. Da ist nur der originale Decoder erlaubt. Genau, wie gesagt, bei den neueren Modellen kommt es wohl häufig zu, dass der Schalter kaputt geht. Da würden wir erlauben, eine Lötbrücke, also den Schalter praktisch zu überbrücken. Weil gerade in Kerpen, das ist mein Heimatclub, da sind jetzt bei einem Rennen, ich glaube, 4 oder 5 Decoder kaputt gegangen. Und es war jedes Mal nur der Schalter. Und wenn man da gezielt einen Lötpunkt setzt, braucht man die Decoder nicht tauschen, kann weiterfahren. Ja, jetzt hatten wir die Vorderachse ja schon, jetzt fehlt noch die Hinterachse. Das wäre jetzt unser nächstes Thema. Auch die natürlich original. Ähm, Da natürlich die Frage, also beziehungsweise erlaubt oder man muss PU-Reifen ja verwenden für die Hinterachse, sowieso. Da wäre die Frage, ob da der Hersteller egal ist. Es gibt ja viele Hersteller, Ortmann, Frankenslot, Slot-Invasion und wahrscheinlich noch mehr, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Besteht da Pflicht, dass man einen bestimmten nimmt oder kann man irgendeinen nehmen? Also Explorer Cup heißt ja tendenziell PU-Reifen, aber Kerpen ist eine Ortmann-Bahn tatsächlich. Andere Reifen tun sich, glaube ich, schwer, da ans Laufen zu kommen, also praktisch. Ne? Die brauchen ja immer einen Moment, bis so ein Reifen auf einer Bahn wieder funktioniert. Daher als Tipp, wenn man schnell sein möchte, da glaube ich, muss man auch mal fahren. Ist so. Ja, also man dürfte einen anderen haben, aber Empfehlung wäre Ortmann, weil das für die Bahn wahrscheinlich die beste Wahl ist. Genau, da wird halt seit etlichen Jahren nur Ortmann drauf gefahren. Der Reifen funktioniert. Okay, dann das Thema Schleifen, Polieren, Verkleben. Ich denke mal, gerade auf der Hinterachse wird das alles erlaubt sein. Genau. Und dementsprechend da darf dann jeder so polieren, so schleifen, wie er möchte. Da gibt es ja wahrscheinlich keine irgendwelche. Genau, in seine eigenen Reifen, genau. Wir werden halt beim Rennen ein Park Fermé machen. Ne? Das heißt, wenn er das Auto abgibt zur technischen Abnahme und es ist durch die technische Abnahme durch, bleibt das Auto bei uns und dann darf keine Veränderung mehr vorgenommen werden. Also auch während im Rennen jetzt keine frische Achse mehr einbauen etc., das ist dann verboten. Okay, also sobald das Auto kontrolliert wurde, so bleibt es dann auch für die Bleibt Rennen. bei uns. Gilt für den 8.3. sowie fürs Finale im Mai. Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Und zwar bleibt uns jetzt noch der Motor und der Motorhalter. Zum Motorhalter können wir eigentlich schnell sagen, muss der Originale sein, da wir auch Originalachse haben und eben out of the box nahe fahren wollen. Beim Motor allerdings, da wird ja dann der SSM-Motor verwendet. Ich habe jetzt Ja. schon öfter auch die Frage bekommen, wie sieht es denn aus, wenn ich schon einen SSM-Motor habe? Dann darf ich den dann benutzen oder muss ich trotzdem den Pool-Motor nehmen, der ja ausgeteilt wird? Wie ist da die Antwort? Wir teilen Poolmotoren aus, tatsächlich. Hat zwei Hintergründe. Einmal wollen wir unseren Pool testen fürs Finale. Und ja, man könnte ja einen SSM-Motor auch irgendwie noch, ich habe keine Ahnung wie, der ist ja versiegelt, der ist sogar mit einem UV-Lack versehen, sodass nicht jeder sieht, wo. Ne? Ähm, deswegen normalerweise fälschungssicher oder manipulationssicherer wie ein normaler Büchsenmotor. Aber gerade zum Finale und auch jetzt hier beim Showrennen beziehungsweise beim Warm-up geben wir die Motoren aus. Das heißt, wenn ich einen eigenen Motor habe, muss ich dann trotzdem den Poolmotor verbauen. Ganz genau. Dann hätte ich da auch noch eine Frage und zwar, der hat ja nicht unbedingt jeder einen SSM-Motor zu Hause, möchte aber ja vielleicht trotzdem schon mal ein Auto zusammenbauen und das auch mit einem vergleichbaren Motor testen. Ich weiß nicht, ob du das sagen möchtest, auf welcher Basis der SSM-Motor basiert, aber vielleicht kannst du ja zumindest sagen, mit welchen Motoren man da ungefähr auf das gleiche Level kommt, um da eben sein Auto gleichermaßen zu testen quasi. Ja, ja, ist kein Geheimnis. Also wie gesagt, der Motor ist ein ungelabelter 20.000er Motor. Wie
einen 5020 von Slot Devil oder den Bison von Profit. Ist ungelabelt und wir gravieren den oder lassen den lasern. Also gleichwertig mit den zwei Motoren, die größtenteils in Deutschland eh schon gefahren werden. Okay, so hat jeder also jetzt auch die Möglichkeit, sein Auto mit einem richtigen oder mit dem richtigen Motor zu testen, selbst wenn er vielleicht nicht den SSM-Motor hat. Dann noch kurz zur Übersetzung. Standardmäßig bei allen Autos, die wir auch vorhin aufgezählt haben, ist es ja die 50:10 Übersetzung. An der Genau. Achse kann man ja sowieso nichts verändern. Beim Motorritzel könnte man ja was verändern, aber das Übersetzungsverhältnis muss ja gleich bleiben. Die Frage wäre, dürfte man dieses 10er Ritzel tauschen? Also es gibt ja Leute, die das machen, die dann lieber ein Plastikritzel verwenden oder so. Oder soll das dann auch das Originalritzel bleiben? Original muss es nicht sein, aber ein Messingritzel. Heißt, es gibt ja zum Beispiel von Slot Devil wieder gibt es die 10er Ritzel. Die sind auch auf den SSM-Motoren drauf. Die sind ein kleiner wie der Original, also wie das Originalritzel. So bekommt man auch einen Ticken mehr Zahnflankenspiel hin und das Getriebe läuft leiser. Ähm, Ist auch das einzigste Nachkaufritzel aus Messing, was funktioniert. Ja, das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein. Ich hoffe, wir haben alle Themen einmal abgedeckt. Falls wir irgendwas vergessen haben und ihr habt noch Fragen, dann stellt diese gerne in den Kommentaren. Wir werden die gemeinsam beantworten. Mir bleibt nur noch übrig zu sagen, danke Daniel, dass du die Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht mit dir, einmal darüber zu reden. Immer gerne. Ja, danke für die Einladung. Wenn du andere Themen hast, immer her damit. Genau, und dann ja, sehen wir uns beide ja auch am 8.3. Vielleicht den einen oder anderen, der das Video hier sieht, sehen wir da ja auch. Und ja, wünsche euch immer schnelle Rundenzeiten und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.